Johann Wadefuhl ist mir nun zugeschaltet, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU und auch Mitglied im Europaausschuss des Bundestages. Herr Wadefuhl, ich grüße Sie. Guten Morgen aus Schleswig-Holstein. Wenn wir uns noch mal die Äußerungen von Friedrich Merz zu Gemüte führen, der war ja gestern eigentlich ziemlich positiv, dass es zu einer Zusammenarbeit kommen könnte, also Ampelregierung mit der CDU. Wenn wir jetzt aber auf die einzelnen Reaktionen der Parteien schauen, dann bleibt eigentlich auf inhaltlicher Ebene da ziemlich wenig Überschneidung übrig. Wie schauen Sie denn darauf? Also wird das wirklich kommen? Na, ich hoffe, dass es kommt. Ich glaube, es muss auch kommen. Denn es geht ja nicht darum, den Rechtsstaat zu kritisieren oder sich von ihm zu verabschieden, wie die Grünen jetzt sagen, sondern ihn effektiv zu machen und den Rechtsstaat dafür zu nutzen, dass das geschieht, was notwendig ist, um die Migration zu begrenzen. Und das können wir nur gemeinsam miteinander tun. Dafür muss man Parteigrenzen überwinden. Dafür brauchen wir neue Handlungsmuster. Und ich glaube, dazu ist jetzt die Hand sehr weit ausgestreckt. Naja, aber gerade höchst umstritten ist ja auch ein Punkt, den Friedrich Merz ins Feld geführt hat, nämlich das Ausrufen einer nationalen Notlage, um also dann auch zu ermöglichen, dass man Migranten, die also an unseren deutschen Außengrenzen ankommen, dass man die überhaupt zurückweisen kann. Also warum glauben Sie, dass man diesen Punkt überhaupt braucht? Denn an sich haben wir ja deutlich weniger Menschen, die einfach ja auch durch die Grenzkontrollen überhaupt nach Deutschland kommen. Naja, die Grenzkontrollen haben jetzt stattgefunden während der Europameisterschaft. Danach sind sie begrenzt, sind sie beendet worden. Das ist nicht richtig, Herr Wadefuhl. Wir haben ja teilweise, also vor allem zu unseren östlichen Nachbarn, haben wir seit letztem Oktober die Grenzkontrollen. Zu Österreich haben wir die Grenzkontrollen seit inzwischen 9 Jahren. Also das geht ja auch weiter bis Ende des Jahres definitiv. Ja, okay, kein Widerspruch. Also nicht komplett. Und das ist ja das, was wir jetzt vorschlagen, dass man komplett dazu übergeht, in einer ersten starken Reaktion die Grenzen zu kontrollieren. Das heißt ja nicht, dass alle zurückgewiesen werden, sondern das heißt nur, dass wir Grenzkontrollen machen und dass wir wieder in die Lage kommen, darüber zu entscheiden, wer deutsches Staatsgebiet betritt und wer nicht. Warum machen wir das? Weil das Dublin-System nicht richtig funktioniert. Das Dublin-System, ist ja gerade eben auch schon angesprochen worden, geht davon aus, dass jeder, der innerhalb der Europäischen Union um Asyl nachfragt, das in dem Staat tut, in dem er das erste Mal europäischen Boden betritt und danach nicht weitere Ansprüche geltend machen kann. Danach, weil wir zentral in der Mitte liegen, dürfte eigentlich fast niemand bei uns ankommen. Das Gegenteil ist aber der Fall. Wir haben zahlreiche Menschen, der Solinger Attentäter ist ja einer davon gewesen, die zu uns nach Deutschland kommen. Das heißt, wir haben ein ineffektives System. Und zur nationalen Notlage nur noch mal ganz kurz gesagt, das wäre eine Notmaßnahme, wenn wir uns mit der Europäischen Union nicht darauf einigen, dass jetzt für eine gewisse Zeit Grenzkontrollen wieder stattfinden. Dazu müssen Gespräche mit der EU-Kommission geführt werden. Das muss die Bundesregierung machen. Sie macht aber derzeit zu wenig. Es gibt Stillstand, es gibt große Worte. Und ich möchte nicht, dass Alice Weidel und andere Recht bekommen und den demokratischen Parteien der Mitte immer nur vorwerfen, sie würden große Worte benutzen und nichts passiert. Aber das ist ja schwierig, Herr Wadefuhl, denn Sie im Grunde genommen spielen Sie den Ball ja auch weiter an unsere europäischen Nachbarn, die ja dann irgendwie gucken müssen, wie sie mit den Flüchtlingen auch umgehen. Und Sie wissen selber ganz genau, wie aufwendig das überhaupt war, zu einer Reform, also zu der GS-Reform zu kommen. Nun haben wir eben das Problem, dass das noch dauert, dass das umgesetzt wird, wahrscheinlich ja erst 2026, dass wir eben wirklich die Kontrollen auch an den Außengrenzen ermöglichen. Also wie soll das laufen? Ursula von der Leyen kann doch jetzt nicht noch zwischendurch, die ja übrigens ihre Parteikollegin ist, kann ja jetzt nicht noch einen neuen Kompromiss zwischenschieben, weil wir hier in Deutschland die Tat in Solingen hatten. Naja, derzeit ist es so, dass die ganz große Zahl aller Flüchtlinge, die aus aller Welt nach Europa kommen, nach Deutschland kommt. Und das ist jetzt das klare Signal, so geht es definitiv nicht weiter. Wir haben ein ineffektives System von Dublin. Wir haben viele europäische Staaten, insbesondere in Osteuropa, aber auch in anderen Regionen, auch im mediterranen Bereich, die sich weigern, Flüchtlinge solidarisch mit aufzunehmen.
Deutschland hat unter verschiedenen Regierungen, schon unter Bundeskanzlerin Merkel, zahlreiche Versuche unternommen, zu einem solidarischen Verteilsystem zu kommen. Da sind wir immer nur auf taube Ohren und verschlossene Augen gestoßen. Ja, die große Zahl, die Angela Merkel bereit war aufzunehmen von syrischen und irakischen Flüchtlingen, stark dafür kritisiert worden. Eine Aktion der Menschlichkeit, der Nächstenliebe, würde ich mal als Christdemokrat sagen, hat dazu geführt, dass alle gesagt haben, okay, dann habt ihr sie jetzt in Deutschland und wir sehen aber gar keine Notwendigkeit, davon einen gewissen Anteil zu übernehmen. Und das ist einfach das, was die CDU jetzt sagt, es reicht. Wir sind an einer Grenze angekommen. Wir sind nicht in der Lage, Straftäter, die hier gefährlich sind, für die Gesellschaft zurückzuführen. Und wir sind alleingelassen damit, dass die große Zahl der Flüchtlinge am Ende des Tages nach Deutschland will. Und so geht es auf Dauer nicht weiter. Und deswegen brauchen wir jetzt eine wirkliche Umkehr. Und die Hand bleibt ausgestreckt. Ich hoffe, dass der Bundeskanzler einschlägt. Das werden wir beobachten in den nächsten Tagen. Es ist jedenfalls immer auch für mich wieder erstaunlich, welchen großen Wandel tatsächlich Sie auch in der CDU in Fragen der Migrationspolitik in den letzten Jahren seit Angela Merkel auch hingelegt haben. Herr Wadefuhl, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Einen schönen Tag. Ihnen auch.